Salika beeilte sich, ins Zentrum zu kommen. Doch dieses Mal nahm sie nicht die Treppe. Sie ging vor dem Brunnen nach links durch eine weitere große Tür in die große Halle, um den Luftstuhl zu verwenden. Er stand sogar bereit. Der Eroner, der dafür zuständig war, lächelte sie freundlich an. »Wo darf ich dich hinfliegen?« »Ich muss ins 5. Stockwerk.« »Sehr gern, dann steig ein.« Er öffnete das mit Blumenornamenten verzierte Gitter und Salika stieg mit ihm ein. Er schloss das Gitter hinter ihnen und sie flogen nach oben. Im 5. Stock ließ er sie wieder hinaus. »Vielen Dank.« Sie verlor keine Zeit und ging auf direktem Wege zum Raum des Meisters. Sie klopfte deutlich an. »Komm herein, Salika«, erklang eine ältere, aber helle Stimme von innen. Sie öffnete die schwere Holztüre, auf der aufwendige Blattmuster eingeschnitzt waren. »Guten Morgen, Meister.« Sie verneigte sich tief. Der Duft frischer Kräuter stieg ihr in die Nase. »Guten Morgen, Sonnenlicht. Du warst gestern schon mal da, oder?« Das Zimmer des Meisters glich einem Raum inmitten des Waldes, als würde man durch die Holztür in ein Wäldchen gelangen mit hohen, starken Laubbäumen aller Art, Sträucher und Büsche verschiedenster Beeren, und am Boden befand sich weiches Moos, das beim Eintreten sanft nachgab. Über den Baumkronen blitzte der blaue Himmel durch, und die Sonnenstrahlen kamen bis auf den Boden hinunter. Salika richtete sich wieder auf und sah in die freundlichen Rehaugen des Meisters. Er war genauso groß wie sie. Seine Haut war wie die Rinde eines Baumes, seine Glatze glatt wie ein vom Wasser geschliffener Fels, und sein braungrau melierter Ziegenbart wippte, wenn er sich bewegte. Er trug eine grüne Terranertracht, eine seitlich gebundene Jacke aus festem Stoff, der über und über mit Blattmustern bestickt war. Sie hatte weite Ärmel und reichte ihm fast bis zum Knie. Die dunkelgrüne Hose darunter lag auf seinen nackten Füßen auf, die auf dem erdigen Boden vor seinem Holztisch standen. Der Tisch sah aus, als hätte er ihn direkt aus einem Baum wachsen lassen, da die Zweige des Baumes an den Seiten des Tisches weiterwuchsen. Daneben befand sich eine kleine Feuerstelle, in deren Feuer eine kleine Keramikkanne stand. »Ja, das stimmt.« Der Meister deutete auf eines der Mooskissen vor seinem Tisch, auf dem er verschiedene Tinkturen und Tees herstellte. »Ich war auf Station. Wie kann ich dir helfen?« Er zerstieß etwas in einem Mörser. »Kennt ihr den Phönixmeister?« Überrascht sah er auf. »Ja, natürlich. Was ist mit ihm?« »Die Feuerfeen haben mir etwas aus der Vergangenheit meiner Mutter gezeigt, und da hat er ihr eine Botschaft überbracht, welche sie jedoch nicht kannten. Ich muss wissen, was er ihr damals gesagt hat. Sie selbst hat uns nämlich nie etwas davon erzählt.« Salika setzte sich auf das ihr angezeigte Kissen. Der Meister runzelte verwundert die Stirn. »Mir auch nicht. Deinem Vater vielleicht?« Ein Anflug von Ärger huschte über ihr Gesicht. »Ich sehe ihn erst nächstes Wochenende. Ich wollte euch fragen, ob ihr wisst, wo sich der Phönix aufhält. Die Feen meinten, er sei hier auf der Erde.« Der Meister strich die Brösel aus dem Mörser in eine Tasse und übergoss sie mit dem heißen Wasser aus der Keramikkanne. »Meine letzte Begegnung mit ihm war noch vor der Ära deiner Mutter. Da habe ich ihn am Dreieck getroffen.« »Am Dreieck?« Ehrfürchtig sprach Salika diesen Ort aus. »Dort, wo ihr entstanden seid?« Der Meister schmunzelte. »Dort, wo die Erde entstanden ist, ja.« »Werden wir mit dem Schaustellerkreis dort vorbeikommen?« Der Meister schüttelte leicht den Kopf. »Nein, das ist zu weit. Außerdem müssten wir dafür über das Meer reisen.« Salika zuckte bei dem Gedanken an das Meer leicht zusammen. »Aber er wird schlafen.« »Ja, das hatten mir die Feuerfeen auch gesagt.« »Er wacht nur alle Jahrzehnte mal auf. Oder wenn etwas Größeres geschehen ist.« »Was wäre etwas Größeres?« Salika beobachtete,
wie der Meister einen zarten Baumwollbeutel in das Wasser hängte. Der Meister schien nachzudenken und tunkte das Beutelchen immer wieder mit einer Holzgabel unter. »Kennst du die Geschichten der ersten Auseinandersetzungen?« Salika schüttelte den Kopf. »Es gibt vielleicht noch Platten dazu im Schloss.« »Wenn du nächstes Wochenende auf dem Phoros bist, kannst du ja mal danach suchen.« »Das werde ich.«